Seit ein paar Wochen ist die neue Action Cam von GoPro nun schon auf dem Markt. Das Wetter in Deutschland gab mir allerdings bisher nicht viel Gelegenheit, sie zu testen. Was lag also näher, als einen Kurztrip in die Sonne zu unternehmen und diesen mit einem ausgiebigen Test der GoPro HD Hero 3 Black beim Kitesurfen zu verbinden. Gemeinsam mit meinem Kumpel Matthias sitze ich nun also im Flieger nach Ägypten auf der Suche nach etwas Sonne und Wind. Leute, ich glaube, das Moderieren hier auf dem Wasser funktioniert nicht so gut. Ich denke, wir machen die Moderation dann doch lieber vom Land aus. Ja, moin moin liebe Leute, hier ist der Gunther von gewegner.de. Heute möchte ich euch mal die GoPro HD Hero 3 Black vorstellen. Die Kamera, die gibt es schon seit ein paar Tagen, aber bisher wollte ich euch den Test einfach nicht zumuten. Da befanden wir uns im kalten, grauen Deutschland und gerade bei uns im Hamburger Raum gibt es nicht so viele Möglichkeiten, dann im Winter so eine Kamera zu testen. Daher habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, um für euch nach Ägypten zu fliegen. Und hier sind wir jetzt am Roten Meer, das eigentlich türkisgrün ist. Und ich möchte euch mal ein bisschen was über die Kamera erzählen. Ja, die Hero 3 ist ja jetzt schon mittlerweile die dritte Generation der GoPros. Ja, bei der dritten Generation gibt es jetzt 3 Modelle. Die White, die Silver und die Black. Und die Black ist die größte und die hat als größten Vorteil, dass man in Full HD mit 60 Bildern pro Sekunde filmen kann. Es gehen auch höhere Auflösungen sogar, aber da geht dann die Bildrate wieder runter. Wir haben die meiste Zeit hier jetzt sie in Full HD betrieben mit diesen 60 Bildern, weil man dadurch dann auch die Möglichkeit hat, später noch Zeitlupenaufnahmen zu machen. Ja, was ist das Coole an diesen kleinen Action-Kameras? Man kann sie überall dran bauen. Und wir haben hier mal so ein paar Halterungen. Das zum Beispiel zeige ich euch gleich noch. Das ist eine selbstgebaute Halterung, um die GoPro direkt an den Drachen, an den Kite, den wir zum Kitesurfen benutzen, dran zu bauen. Mit dieser Halterung, da haben wir ein bisschen experimentiert, da haben wir verschiedene Teile aus dem GoPro-Zubehör zusammengeschraubt, um die GoPro direkt in den Kite-Leinen zu befestigen. Auch da werdet ihr nachher Sequenzen sehen. Das funktioniert mehr oder weniger gut, es wird dann doch relativ wackelig. Und dann gibt es natürlich auch noch sowas, das kann man sich dann über den Kopf ziehen. Und dann kann man die GoPro hier vorne befestigen und auch damit interessante Perspektiven realisieren. Last but not least habe ich mir auch so eine Alustange mitgenommen, wo ich die GoPro vorne drauf machen kann. Das kann man beim Schnorcheln dann ganz gut verwenden. Ja, das Schöne bei der Dreier ist, hier ist jetzt auch eine WLAN-Funktionalität direkt eingebaut. Das heißt, man muss nicht mehr eine zusätzliche WLAN-Steuerung hinten drauf docken. Das Problem bei der Hero 2 war, ich zeige euch mal das alte Gehäuse. Also wenn man die beiden Gehäuse nebeneinander legt, dann sieht man schon, sie ist deutlich schlanker geworden, die neue. Bei der alten, das ist jetzt hier mit der WLAN-Steuerung dran, musste man hinten ein extra Teil dran machen. Und das Problem dabei war, dass dann sowohl die Kamera einen Akku hatte, als auch das WLAN-Backpack einen Akku hatte und die Fernbedienung, diese hier, auch noch einen Akku hatte, den man laden muss. Jetzt haben wir nur noch 2 Akkus. Jetzt haben wir die Kamera und wir haben die Fernbedienung. Das ist insgesamt deutlich einfacher und deutlich komfortabler in der Bedienung geworden. Und wir wollten natürlich auf dem Wasser mal ausprobieren, wie gut das funktioniert. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie man diese Halterung, das ist im Grunde genommen sind das 2 Aluplatten, die einfach in der Mitte mit einer Schraube zusammengehalten werden und wo ich oben die GoPro-Halterung drauf geschraubt habe.
Und an dem Kite mache ich das hier in der Mitte fest. Das heißt, ich wickel das einmal hier um diese Querstrut und befestige das dann einfach mit diesen 2 Zipverschlüssen. Und das andere genauso. So. Und dann kann man die GoPro ganz normal da oben drauf stecken. Und damit gehen wir jetzt mal aufs Wasser. Calling down. Ja, ihr habt gesehen, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das Schöne dabei ist natürlich, gegenüber früher, wo man diese ganze WLAN-Steuerung noch nicht hatte, das Schöne ist jetzt wirklich, dass wir in der Lage sind, vom Wasser aus direkt die Kamera zu starten, zu stoppen und auch die verschiedenen Modi umzustellen. Bevor es diese WLAN-Steuerung gab, musste man immer an Land sich entscheiden, jetzt Video- oder Fotomodus, dann die Kamera starten und hat dann ewig viel Material produziert. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass man auf dem Wasser flexibel ist und jederzeit die Kamera starten, stoppen kann und den Modus wechseln kann. Im Fotomodus stelle ich sie dann immer so ein, dass sie alle 2 Sekunden ein Bild macht und später sortiere ich dann die Bilder aus, die was geworden sind. Und gerade für uns Kiter ist es natürlich schon wichtig, dass die Kamera deutlich leichter geworden ist in der Konfiguration, wie sie jetzt ist. Weil am Kite macht natürlich jedes Gramm, was da dran hängt, schon etwas aus. Und gerade bei der Hero 2 mit dem Wi-Fi-Backpack wurde das schon ein ganz schön großer Klotz und sie war doch deutlich schwerer, ich weiß es jetzt nicht in Gramm, als der Nachfolger. Was natürlich vor allen Dingen ganz toll ist bei der Hero 3 ist jetzt, dass wir in Full HD arbeiten können mit 60 Bildern pro Sekunde. Vorher habe ich auch immer mit 60 Bildern gearbeitet, weil das einfach deutlich ruhigere Aufnahmen gibt und die Möglichkeit halt Zeitlupen zu machen. Aber ich musste dann halt immer von den 720p, die die Hero 2 geboten hat, dann immer hochskalieren, um das Ganze dann mit den anderen 1080p Aufnahmen kombinieren zu können. Ja, für mich stellte sich eine Frage, wie stabil würde das Ganze laufen mit dieser WLAN-Verbindung? Denn mit der Hero 2 habe ich da doch teilweise ganz schöne Probleme gehabt. Also einmal, was ich vorhin schon berichtete mit den verschiedenen Akkus. Es war dann oft so, dass einer von diesen 3 Akkus halt leer war. Es war so, dass sie sich zum Teil auch selbst entladen haben, diese Akkus. In dem Moment, wo der Backpack hinten dran war, wurde dieser Akku auch leer, egal ob die Kamera eingeschaltet war oder nicht. Und das ist jetzt hier natürlich deutlich komfortabler geworden. Was wir einmal hatten, war ein Ausfall. Jetzt fliegt der Kite weg. Dass die Kamera sich aufgehängt hat auf dem Wasser. Woran das jetzt genau lag, weiß ich nicht. Wir haben da noch mal eine Firmware-Update eingespielt und selbst mit der ganz aktuellen Firmware ist uns das noch einmal passiert. Also insgesamt genau 2 Mal. Die ganzen letzten Tage, wo wir unterwegs waren, ist es dann nicht mehr aufgetreten. Ich denke, das ist etwas, was GoPro noch beheben wird. Das Aufhängen hat sich halt so dargestellt, dass die Kamera vom Wasser aus gar nicht mehr steuerbar war und wir dann anhalten mussten, rausgehen mussten, dann wirklich die Kamera komplett aufmachen, den Akku rausnehmen mussten und wieder reinmachen. Das ist natürlich nicht so schön, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das wirklich ein Firmware-Problem ist, was sicherlich noch behoben werden kann.
Ja, insgesamt bin ich super glücklich, vor allen Dingen mit der Bildqualität, mit der Videoqualität. Das ist schon ganz großes Kino, was man hier in so einer kleinen Kamera bekommt. Und sie ist halt unglaublich universell einsetzbar und man kann seiner Kreativität da freien Lauf lassen, in welchen Situationen man diese Kamera einsetzt. Und gerade in Verbindung mit dem WLAN-Modul ist es wirklich eine echte Empfehlung. Also wenn ihr Spaß an solchen Actionaufnahmen habt, wenn ihr Spaß daran habt, einfach mal mit einer Mini-Kamera zu experimentieren, die ihr noch darüber fernbedienen könnt, dann legt euch auf jeden Fall die GoPro zu. Und wenn ihr das Wert wirklich auf die maximale Qualität legt, dann sollte es auch aus meiner Sicht die Black sein. Bei der Silver, die ist von der Hardware und Software, die ist zwar auch in diesem kleinen Gehäuse, aber die ist ansonsten äquivalent zu der Hero 2 und die White ist äquivalent zu der alten Hero 1. Also ich finde, da sollte man dann schon in die neue Technik investieren. Vielleicht noch ein Wort zu der WLAN-App. Viele von euch wissen vielleicht, dass man die GoPro auch über das Smartphone fernsteuern kann. Das machen wir natürlich jetzt hier nicht, wenn wir auf dem Wasser sind, aus naheliegenden Gründen. Aber in vielen anderen Situationen, zum Beispiel wenn man im Auto unterwegs ist, hat man die Möglichkeit, sich ein Live-Vorschaubild auf sein Smartphone zu holen. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil man dadurch dann genau weiß, wann man die Kamera starten muss und wann nicht und wie der Bildausschnitt gerade ist. Und das funktioniert auch relativ gut. Ich habe ja, wenn ihr auf gewegner.de mal das ein bisschen verfolgt habt, auch ein paar Lösungen für die Nikon-Kameras getestet, um die per WLAN zu steuern. Und da war ja nichts Vernünftiges bisher dabei. Und da muss ich sagen, das funktioniert bei der GoPro schon ziemlich gut. Es ist nicht hundertprozentig. Man kann sich zum Beispiel nicht jetzt Filme oder Fotos von der Kamera auf dieser App anschauen. Aber man hat zumindest ein Live-Preview, also eine Vorschau auf dem Handy-Display. Die ist auch ausreichend groß. Man kann die Kamera starten und stoppen und man kann auch alle Einstellungen der Kamera über das Handy vornehmen. Also das ist schon klasse gemacht und ich finde, da können sich auch andere Kamerahersteller eine Scheibe von abschneiden. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, gehen wir jetzt noch mal schnorcheln oder gehen wir lieber noch mal kiten aufs Wasser? Ich frage mal den Kameramann. Kiten. Der Kameramann sagt kiten. Dann spiele ich euch jetzt vorab noch mal ein paar Bilder ein, die wir an dem allerersten Tag, wo wir keinen Wind haben, beim Schnorcheln aufgenommen haben. Und zum Abschluss seht ihr dann noch ein paar Bilder von unserer jetzigen Kite-Session. Ich danke euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart hier mit uns im sonnigen Ägypten. Und wir werden jetzt den letzten Tag noch mal ein bisschen auf dem Wasser ausnutzen. Alles klar. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Gunther. Tschüss! calling down.
local in there.